Hallo ihr Lieben zu einem neuen Video. Ich befinde mich vor dem Excel, ein riesiges Messegebäude in London, und hier findet heute und für die nächsten 3 Tage die MCM Comic Con statt, seit langem wieder. Und ja, ich würde sagen, auf geht's und ich nehme euch mit. Wir hatten Priority-Tickets für Freitag und Samstag und dementsprechend ist das Video auch in Tag 1 und 2 gegliedert. Tickets kosten ca. 5 bis 10 Pfund mehr als Standardtickets, dafür kann man aber 2 Stunden vorher rein. Die Schlange war relativ klein und nachdem unser Covid-Zertifikat geprüft wurde, bekamen wir dieses Bändchen, das übrigens am Samstag eine andere Farbe hatte, damit man die geimpft oder getestet Regel nicht umgehen kann. Die MCM findet in 2 riesigen Hallen im Messegebäude statt. Dazwischen ist ein langer Gang mit vielen Sitz- und Essmöglichkeiten. Außerdem gibt es noch einen Außenbereich am Ende des Gebäudes, das oft für Cosplay-Shootings oder Meetup genutzt wird. Wir haben uns als erstes den kostenlosen Guide geholt, ihr könnt aber auch die MCM-App verwenden. Und dann ging es ab zur Artist Alley, mein Favorite an der MCM. Falls euch das mit den Artists ein bisschen zu viel wird und ihr das überspringen wollt, dann geht doch bitte zu der eingeblendeten Zeit hier. In der Artist Alley findet ihr nicht nur Künstler, die Prints, Stickers und Pins verkaufen, sondern auch Schriftsteller, die mehrheitlich ihre eigens geschriebenen Comics verkaufen. Falls ihr den Namen eines Artists wissen wollt, den ihr hier seht, schreibt mir bitte in die Kommentare die Zeit und ich probiere es für euch herauszufinden, da ich von den meisten Artists deren Visitenkarte mitgenommen habe. Kurze Kaffeepause und wie ihr sehen könnt, war ich freitags leger unterwegs und hatte nur mein Tanjiro Kimono plus Ohrringe an. Dann ging es auch schon weiter. Einige Tische waren freitags noch leer und die Künstler kamen erst samstags. Generell war Freitag ein ziemlich ruhiger Tag, wenig Cosplays und mehr Platz an den Ständen. Was cool war, ist, dass man so viel Hades-Merch gesehen hat, das übrigens den Preis für Game of the Year 2020 gewonnen hat. Und natürlich war Squid Game und Genshin auch sehr verbreitet.
Irgendwann haben wir dann auch mal eine Mittagspause eingelegt. Freitags haben wir noch Lunch von zu Hause mitgebracht und es gab noch genügend freie Sitzplätze. Das war Samstag ganz anders. Die Schlangen für die Foodstände waren riesig, Tische und Stühle waren so gut wie immer besetzt und ich würde euch empfehlen, für Samstag was von zu Hause mitzubringen, außer ihr wollt 30 Minuten fürs Essen anstehen. Zwischen der Artist Alley und der Cosplayer-Zone gab es auch noch die ein oder anderen kommerziellen Stände, wo ihr zum Beispiel diese süßen Geschirrsachen kaufen könnt. Fun Fact: 2019 habe ich mir genau an diesem Stand eine Nekobo geholt und einfach, nachdem ich bezahlt habe und von dem Stand weggelaufen bin, ich mich aufs Maul gelegt und die Bowl war dahin. Dieses Jahr habe ich mir zwar auch wieder was geholt, aber war super vorsichtig damit. By the way, es wird einen größeren MCM-Haul bald auf meinem Kanal geben, wo ich euch all die Goodies zeige, die ich mir geholt habe. Und ja, das war so einiges, glaubt's mir. Es gab einen extra Food Market mit verschiedenen Food Trucks als Alternative zu den Verpflegungsständen im Gang oder Boulevard, wie sie es nennen. Ich würde behaupten, jeder findet hier etwas, da es bestimmt mehr als 20 Stände verteilt über die 2 Hallen gibt. Und das war's mit Tag 1. Auf geht's zu Tag 2, wo ihr mehr Cosplays und generell einen Eindruck von der Messehalle bekommen werdet. Wie ihr sehen könnt, war der Andrang samstags um einiges größer als freitags. Gleiche Prozedur, Covid-Zertifikat oder negativen Test vorweisen, dann ab zur Taschenkontrolle. Und hier seht ihr übrigens die Leute, die zwar Standardtickets haben, aber jetzt schon anstehen. Wie schon erwähnt, war Samstag der Cosplay-Tag schlechthin. Es gab ein paar Setups, um Fotos zu machen, muss aber sagen, dass sie mich nicht wirklich umgehauen haben und nicht sonderlich kreativ waren. Die Halle mit der Hauptbühne und den Gästen war definitiv die ruhigere Halle und hier hatte man auch mehr Platz, um sich zu bewegen.
Was dieses Jahr definitiv gefehlt hat, war die Gaming Zone und die riesigen Stände, wie zum Beispiel von PlayStation, wo man neue Games testen kann. Die waren dieses Jahr gar nicht vorhanden und damit war auch ein großer interaktiver Teil weggefallen. Es ging mehrheitlich ums Kaufen von Dingen, mal abgesehen von den Cosplays und Panels. Es gab eine Boardgame-Section, wo man Brettspiele ausprobieren konnte und außerdem wurden Computer aufgestellt, wo man Klassiker wie Tekken spielen konnte, was zwar okay ist, aber nicht wirklich im Verhältnis zu einer MCM steht, wo Tausende von Leuten kommen. Die Asian Pop Section hatte ein gutes Programm mit Origami, K-Pop Dance oder Manga-Zeichen. Und das war's dann auch schon. Samstagabend gab es noch einen riesigen Cosplay-Contest, den wir leider verpasst haben. Aber ich würde euch empfehlen, die MCM Comic Con London Instagram-Seite zu besuchen. Da haben sie nämlich eine Menge Cosplay-Videos und Fotos in hoher Qualität hochgeladen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch ein Like da und abonniert meinen Channel, falls ihr mehr Otaku/Weebstuff aus London sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!